Hallo! Hallo. Heute sind wir zwei Piranhas hier in diesem Kanal, wie meistens. Und wir sind zwei von denen und erzählen was über unsere Computerspiele, ne, von Piranha Bytes. Und als Community-Arbeit sozusagen. Ne? Richtig. Ja, da werden wir häufig gefragt, sag mal, wie ist das denn so als Entwickler? Wie ist denn euer Alltag und wie lasst ihr euch irgendwie inspirieren? Ja. Ja, das stimmt. Da gibt's natürlich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber es gibt ja auch sowas wie Vorbilder zum Beispiel. Mhm. Ne? Und da könnte man sich ja eins nehmen, denn es gibt ja auch schon, oder es gab auch, bevor wir angefangen haben, wie lange machst du jetzt Computerspiele? Über 20 Jahre. Ja, ich noch nicht ganz so lang, aber immerhin jetzt so 15. Stimmt das denn auch? Warte mal, ich habe 2000... Ah, das stimmt wirklich. Ja. Wahnsinn. Ja. Voll cool. Jedenfalls gab es ja auch vor uns schon Leute, die Computerspiele gemacht haben. Und es gibt auch jetzt coole Leute, die Computerspiele machen. Und darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt, mit welchem Entwickler würdest du denn gerne mal zu Abend essen? Und die haben Folgendes gesagt. Steht vor uns. Wollte ich gerade sagen, die Antwort ist so einfach, ja. Also mit den Ubisoft-Leuten. Nein, natürlich Piranha Bytes. Ja, tatsächlich habe ich das schon mit den meisten geschafft, mit denen ich das gerne würde. Tatsächlich würde ich, glaube ich, gerne noch mal mit Electronic Arts machen. Oh mein Gott, okay, das ist eine super schwere Frage, aber ich glaube tatsächlich mit den Entwicklern von Skyrim, weil es eins meiner, nicht mein allererstes Rollenspiel, aber so das erste Rollenspiel, was ich exzessiv gesuchtet habe. Und für mich war das Spiel wirklich bahnbrechend damals. Und mit denen würde ich echt gerne mal quatschen, wie das für die war damals, ob die das wussten, dass das der Hit des Jahrhunderts wird gefühlt. Ja. Ja. Hätte ich auch voll Bock drauf. Ja? Ja, Ja. doch. Ich konnte mich auch nicht so Auf richtig... wen denn? Ja, ich konnte mich halt nicht entscheiden. Ah. Und deswegen habe ich halt mehrere genommen. Okay. Wenn ich darf. Dann nehme ich nämlich 3. Okay. Okay. Vorneweg, die erste Person, die mir eingefallen war, das war tatsächlich Ron Gilbert. Irgendwie naheliegend, denn er hat natürlich an meinem Lieblingsspiel mitgearbeitet, oder maßgeblich sogar. Monkey Island Teil 1 und 2 hat er mitgemacht, hat damals bei der Scum Engine mitgemacht und er ist auch zum Beispiel jetzt ganz aktuell wieder unterwegs, hat Thimbleweed Park, hat er noch mal ein schönes Adventure rausgebracht. Oder jetzt ganz aktuell Return to Monkey Island. Ja, ich würde gerne mit ihm zu Abend essen, weil ich das Prinzip von Adventures, ich finde es tendenziell schade, dass diese klassischen Adventures sich nicht mehr so gut verkaufen wie damals. Das ist einer der Gründe, warum LucasArts irgendwann aufgehört hat, sowas zu machen und eher in die Richtung Action-Spiele gegangen ist. Wobei ich das Prinzip des Rätselns immer fantastisch fand. Mir hat das immer besonders viel Spaß gemacht. Ich fand auch dieses Spielelement, dass du ein Spiel hast, bei dem du selber nicht sterben kannst, großartig. Und ich würde ihm am liebsten Fragen dazu stellen. Zum Beispiel, wie man stärker das Thema Rollenspiele mit Adventures verheiraten könnte. Was er davon halten würde, würde ich ihn gerne fragen. Und was so das ist, was er am liebsten zockt, würde ich gerne wissen. Und ja, also ich hätte, glaube ich, 1000 Fragen an ihn. Und naja, ob ich ihm jemals im Leben begegnen werde, weiß ich nicht. Bisher ist das noch nicht passiert und ich halte es auch nicht für so wahrscheinlich. Aber der war ziemlich cool. Die zweite Person, wenn ich gleich weitermachen darf, ist Roberta Williams. Fand ich auch ziemlich spannend, denn sie und ihr Mann Ken, die haben dabei damals Sierra Online gemacht und die haben Spiele rausgebracht, wie zum Beispiel die King's Quest-Reihe. Und etwas, was die King's Quest-Reihe für mich auch so ausgemacht hat, war, das ist ja eigentlich auch Adventure, ne? Und irgendwann sind die dazu übergegangen, auch zu sagen, wir verheiraten Rollenspielelemente damit. Und haben dann zum Beispiel so ein Spiel gemacht wie Mask of Eternity. Und auch wenn das heute leider schlecht gealtert ist und die Steuerung ziemlich fummelig ist, ist es die Idee von diesem märchenhaften Verbinden von Rollenspielelementen mit Adventure-Sachen
einfach super großartig und ich finde es total mutig, dass sie das gemacht haben. Sie haben auch jetzt ganz aktuell wieder ein Projekt angekündigt und ich hoffe, dass wir das bald zu Gesicht bekommen. Ich bin mega gespannt, was die gemacht haben und ich würde mich mit ihr gerne auch über diese Dinge unterhalten wollen. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel von Roberta Williams, King's Quest Mask of Eternity. Das finde ich heute noch toll. Ja. Supi. Ja. Bin ich jetzt dran? Gerne. Ja? Ja. Weil ich habe nämlich gesehen, du hast nämlich deinen dritten Wunschkandidaten da aufgeschrieben. Ja. Und ja, das ist auch meiner. Warren Spector. Ganz eindeutig. Ne? Weil Ultima Underworld war damals das, was mich am meisten beeindruckt hat. Neben Doom selbstverständlich, weil es halt dieses Geballer war in der 3D-Welt und so weiter. Aber Ultima Underworld hat es tatsächlich geschafft, irgendwie alle Rollenspielelemente in ein Spiel zu packen, in eine 3D-Umgebung und so weiter. Und er ist halt auch maßgeblich mitverantwortlich gewesen dafür und das ist total toll. Dann Deus Ex fand ich total klasse, ja. Deus Ex und System Shock, das sind so meine Favorites, deswegen steht's da auch, ja. Und das sind so Dinger, die tatsächlich so, du bist in der Ego-Perspektive und musst halt irgendwie durch den Level durch und es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wo sie eine spannende Geschichte erzählen, die Items sammeln, dann irgendwie Schlüsselkarten und so weiter, Items erzählen eine Geschichte, Audiologs, die man sich anhören kann und solche Dinge. Also Spielelemente, die gab es zwar auch bei Shootern schon und so weiter, aber die haben der Warren Spector hat es tatsächlich geschafft, irgendwie diesen Rollenspiel-Adventure-Gedanke zusammen zu verbinden mit Shooter-Elementen in einer glaubwürdigen Welt, in einer kleinen Welt, die sich so erweitert, so ein Open-World-Prinzip innerhalb von einer Station oder innerhalb eines Levels, ein Stück Stadt oder irgendwie sowas. Das fand ich super beeindruckend und mit dem würde ich mich heute gerne mal darüber unterhalten, wie er dazu gekommen ist. Und was seine Zukunftspläne sind. Finde ich auch super spannend. Ja. Also echt cool. Die hatten ja auch letztens vor, nochmal einen System Shock zu machen. Ja. Es scheint offensichtlich ziemlich schwierig zu sein, denn dieses Projekt will einfach nicht das Licht der Welt erblicken. Ich glaube, es ist auch heute nicht so einfach, Computerspiele rauszubringen, aufgrund der Tatsache, dass halt sehr viele Kritiker unterwegs sind. Das ist halt sehr schwierig. Sehr viele Projekte werden eingestellt momentan. Nee, Leider. Ist nicht mehr rentabel und hin und her und so. Wir sehen das ja um uns herum so, ne? Das ist halt ein bisschen deprimierend, gerade für Entwickler. Das heißt also, wenn man mit einem Entwickler jetzt irgendwie ein Abendessen führen würde, dann würde der wahrscheinlich auch so auf diese Dinge eingehen und würde dann auch ein bisschen erzählen, ja gut, es gibt halt so Modelle, ne, die man jetzt momentan machen muss, so, ne, es gibt halt so Sachen wie Game Pass, es gibt so Dinge wie Game as a Service, Dinge, die halt irgendwie mehr Geld bringen oder irgendwie sowas, ja, mehr Pay-to-Win, Free-to-Play-Gedöns und so weiter, so, ja. Und also die Leute, die wir cool finden oder wo wir unsere Wurzeln haben, sind halt die Singleplayer-Dinger, ja, die Vollpreisspiele. Ja, maximal vielleicht noch ein DLC, den man gespielt hat, obwohl ich gar kein so ein DLC-Typ bin eigentlich. Wenn ich Spiel gespielt habe, habe ich auch selten DLC gespielt, so, ja. Und das heißt also, worüber würde man sich mit so jemandem unterhalten? So einem Pionier der Games-Branche sozusagen, ja. Immer diese typischen Fragen, die man so stellt, ne, wie ist das angefangen, so, ne, wie kamst du auf die Idee und so weiter. Aber auch vor allem, also ich als Entwickler, ja, würde mich dafür interessieren, was machst du denn jetzt und wie siehst du denn die Zukunft, ja? Solche Sachen wie, wo sind denn hier die coolen jungen Teams und so, die man unterstützen sollte und so weiter. Es gibt ja auch genug Indie-Entwickler und so, die dann auch irgendwann später größere Spiele machen und so weiter. Wie sieht's denn alter Hase? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, ich bin selber ein alter Sack und komme aus der Games-Branche, aber ist das kompatibel? Denkt der genauso wie ich? Das würde mich interessieren. Ich habe häufig den Eindruck, dass das auch zwei verschiedene Sachen sind. Das heißt, dass die Frage, wo glaubst du, geht die Reise hin? Und die Frage, was würdest du dir wünschen, wo die Reise hingeht, oft zwei verschiedene Antworten sind. Ja. Das ist super spannend, weil die Branche momentan halt so stark im Wandel ist. Auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage natürlich, weil es so teuer geworden ist, an einigen Stellen halt wirklich Qualität zu liefern, zum Beispiel im Bereich Animationen und solche Sachen. Das ist halt alles nicht mal eben gemacht. Und je mehr du in dein Spiel einbaust von solchen Elementen, desto teurer wird auch das Budget und das können sich viele halt auch gar nicht mehr leisten oder sagen, das spielt sich nicht mehr ein am Ende des Tages. Darum kann es auch einer der Gründe sein, warum viele Projekte eingestellt werden, weil die halt erstmal irgendwie den Anschein machten, ja, das wird schon
wird sich schon ausgehen und am Ende stellt man fest, oh, nö, das ist ein Projekt, das werden nicht genug Leute kaufen. Und einige Leute, die sich vielleicht darauf gefreut haben, ähnlich wie bei Netflix und den Serien momentan, ja, das ist ja auch so ein Trend, dass super viele Sachen eingestellt werden, wo man eigentlich denkt, warum? Die Leute haben es doch geguckt. Ja, aber es ist auch unfassbar teuer in der, ne? Die Ansprüche werden immer größer. Genau. Und da wird das tatsächlich super spannend bleiben, wo die Reise hingeht. Und die Experten, die haben bestimmt was Spannendes zu erzählen oder hätten. Also, Roberta, Ron und Warren, wenn ihr das hier seht und ihr habt Bock mit uns mal zu Abend zu essen, meldet euch doch einfach. Wir verstehen kein Wort, wir reden Deutsch. Ja, aber das wird doch übersetzt. Ach so, ja. Stimmt. Ja, gut. Hast du eine Community-Frage? Ja. So, da hat jemand gefragt, wie wäre es denn, wenn ihr sowas wie Interviews mit euren Kollegen macht, dass man das Team vielleicht auch ein bisschen mehr kennenlernt und macht weiter so. Erstmal vielen Dank. Dankeschön. Und darauf gibt es wahrscheinlich 2 Antworten. Die erste Antwort, wir haben das mal angefangen. Das heißt, ein paar Kollegen, die gibt es tatsächlich hier auf dem Kanal. Aber 3 Kollegen. 3 Kollegen, ja. Da müsst ihr aber ein bisschen scrollen. Und zwar so ziemlich an unsere Anfänge. Vor 3 Jahren ungefähr. Unter Videos. Warum haben wir nicht einfach alle interviewt? Das hat meistens den Grund, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, einfach kamerascheu sind. Ja, also nicht jeder möchte sich gerne hier hinsetzen. Übrigens auch die 3, die wir interviewt haben. Der Amadeus, der Harry, der Alex. Ja, man muss die Leute ein bisschen überreden. Ja. Und wenn die partout nicht wollen, dann machen wir das natürlich auch nicht. Das heißt, das ist und wenn ihr euch das so anguckt, ist es jetzt auch nicht so, es gibt so Videos oder manchmal auch Bilder, wo das Team mal ab und zu ein bisschen so kompakt vorgestellt wird. Und da kann man ja ein bisschen stöbern. Aber jetzt so für jeden Video machen, das würde halt gar nicht funktionieren. Nein. Und das ist auch in Ordnung so. Also die Leute würden sagen, will ich nicht. Ja. Ja gut, hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es heißt hier Piranha Becken TV. Und erzählt doch mal selber in den Kommentaren, wer euch inspiriert hat und mit wem ihr gerne mal zu Abendessen gehen würdet. Hideo Kojima würde ich auch noch mal irgendwie in den Hut werfen. Ich hätte jetzt auch wetten können, dass der auch genannt wird. Ja, weil da ist ja auch Wahnsinn, der Typ.